สวัสดีครับยินดีต้อนรับอ่านเขียนไทยเรียนง่ายๆบทที่6นะครับ Hello, welcome to Quick and Easy Thai Lesson 6. Willkommen zur Lektion 6 von Thai Quick and Easy. วันนี้เราจะได้มีโอกาสไปดูกันเรื่องเครื่องหมายเสียงนะครับในภาษาไทย Today we have the chance to learn about the tone marks in Thai. Heute werden wir uns den Tonzeichen in der thailändischen Sprache widmen. So far we know that there are 3 different consonant groups in Thai language. Bis jetzt wissen wir, dass es 3 Konsonantengruppen gibt im Thai. Die mittleren, die tiefen und die hohen Konsonanten. Middle class consonants as the first group, die mittleren Konsonantengruppe. High consonant group, hohe Konsonantengruppe. And the low consonant group, die tiefe Konsonantengruppe. When we know that they have their natural tones, dann wissen wir auch, dass diese ihre natürlichen Töne haben in den Silben, which are, for instance, in a middle class consonant group, in a living syllable, the middle tone. I call it natural tone here, so this is the tone that is inherent in the syllables of these tones. It's not the neutral tone, which is the middle tone, but it's the natural tone. Ich nenne es die natürlichen Töne, weil es die Töne sind, die eben den Konsonanten inneliegen, ohne irgendwie abgeändert zu sein. Zum Beispiel bei einem mittleren Konsonanten in einer lebenden Silbe ein mittlerer Ton. So, what we take a look at today are the tone marks in Thai. Was wir uns heute anschauen, sind die Tonzeichen. As you know, we have 5 tones in Thai. Middle, deep, falling, low and rising tone. Wie Sie wissen, haben wir 5 Töne im Thai. Mittlerer Ton, tiefer Ton, hoher Ton, fallender und steigender Ton. In welcher Reihenfolge auch immer. And so far we know about the neutral tones that are already included somehow in the consonants. Bis jetzt kennen wir bloß die natürlichen Töne, die durch die Konsonanten quasi gebildet werden, in den verschiedenen Silben. And now we add 4 tone marks and therefore, including the natural tone, we get 5 tones. Jetzt kommen noch 4 Tonzeichen hinzu, die die Töne eben, die Silben abändern können in ihren Tönen und deshalb entwickeln sich dann aus den 4 Tonzeichen plus der natürliche Ton die 5 Töne der thailändischen Sprache. So, first we have no tone mark, then we have the first tone mark, my egg. That's the name, das erste Tonzeichen, my egg. The second tone mark, das zweite Tonzeichen, my to. The third tone mark, das dritte Tonzeichen, my tri. And the fourth tone mark, das vierte Tonzeichen, my jatawa. These 4 tone marks are always written on top of a syllable. Diese 4 Tonzeichen werden immer oberhalb der Silben oder der Konsonanten geschrieben. This table shows an overview over the tone marks in their use and the resulting tones, according to each consonant class and kind of syllable. So, the distinction between living and dead again. Diese Tabelle zeigt eine Übersicht über die Verwendung der Tonzeichen und hier im Verschnitt mit den einzelnen Konsonantengruppen und Arten von Silben, lebend, tot, wie wir sie ja bereits unterschieden haben zuvor. Und ja, bitte lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen, es sieht schwieriger aus, als es ist. Please do not get too anxious about this. It's not that difficult at all, and you can also see that within the actual boxes of the same colored
consonant classes, many tones are the same. Then there are some gray, some tones in gray writing. Es gibt einige grau geschriebene Töne hier. And these are actually not in use in modern Thai language, but the rule exists for them. Diese werden im Thai nicht verwendet, aber die Regeln dafür sind trotzdem hier dargestellt. And then there are other boxes where there is just a minus. Dann gibt es andere Boxen, wo nur ein Minus drin steht. These combinations are not in use at all. They do not exist. Diese Kombination gibt es nicht, weil sie keine Verwendung haben. I'm not going into that table right away, but what I would like you to do is take an extra sheet of paper and write down this table, and then later on or during the lesson come up with examples of Thai words that are actually following the rule in the very box you're looking at. So in the end you should have this table with the indication falling, middle, deep, rising, high, whatever, and an additional Thai word that follows that very rule. Was Sie tun können, ist, sich diese Tabelle zu notieren auf einem extra Blatt Papier und dann zum Schluss oder während der Lektion versuchen, Thai-Wörter zu finden, die in die Boxen reinpassen und den Regeln folgen, die eben da dargestellt sind. Dann werden Sie zum Schluss ein Papier haben mit den Tonregeln und eben gleich auch noch ein Beispiel auf Thai. Let's take a look at an example. Schauen wir uns ein Beispiel an. Let's say I have a word in Thai, which is like that. Wir haben ein thailändisches Wort hier. We can see a tone mark on top. Wir sehen ein Tonzeichen oben drauf, but we do not know how to pronounce it. How do we do it now? Wir wissen nicht, wie wir es betonen müssen. Was machen wir jetzt? What we can do is, well, first of all, I just read out the syllable or the word right now, which is Bao. Ich werde jetzt einfach mal die Silbe lesen. Blau. And you can see it's a deep tone. This is ein tiefer Ton right here. So it actually comes up out of the, it constructs by having a middle class consonant. Es wird gebildet durch einen mittleren Anfangskonsonanten in green color, in grüner Farbe, hier, ba, ba. And the first tone mark und das erste Tonzeichen, and therefore results in a deep tone, deshalb ein tiefer Ton. Another example would be, ein anderes Beispiel, das Wort Khao, Khao, falling tone. Why is it a falling tone? As you can see, following the box. Wieso ist es ein fallender Ton? Die rote Box zeigt es an. High class consonant, ein hoher Konsonant, and the second tone mark, und das zweite Tonzeichen. Hoher Konsonant, zweites Tonzeichen. Deshalb fallender Ton. Khao, khao. Dann haben wir ein drittes Beispiel. Chao, chao, fallender Ton. Chao, falling tone. Why is it a falling tone? Because it's a low class consonant here in blue and no tone mark whatsoever. So it's actually the natural tone. Es handelt sich hier um den natürlichen Ton dieser Silbe, den wir bereits kannten, ohne die Tonzeichen kennenzulernen. Aber eben hier nochmal ergänzend. Then we have another example, ein weiteres Beispiel. Jetzt hier ein bisschen ein längeres Wort, das aus 2 Silben besteht. A little bit longer word here that consists of 2 syllables actually, which is red, guai tiao,
Gueteo, which translates as noodles. Die Übersetzung wäre Nudeln. What we see in this word, in the two syllables, is that both are with the fourth tone mark, the little plus or plus sign, beide mit dem vierten Tonzeichen, das kleine Plus obendrauf. Both are a rising tone. Gueteo, and both start with a green or middle class consonant, therefore in the fourth tone mark section, rising tone. Beide haben einen mittleren Konsonanten als Anfangskonsonant, also beide Silben, mit dem vierten Tonzeichen, deshalb ein steigender Ton. Gueteo. Okay. Then we have the word ran, ran, which means hot. Dann haben wir das Wort ran, welches heiß bedeutet. Why is it a high tone? Well, it's a high tone because it is a low-class consonant. Es ist ein hoher Ton, weil es ein tiefer Anfangskonsonant ist mit dem zweiten Tonzeichen. Ran, high tone. All right. Now, now you already have a couple of examples on your extra sheet of paper in Thai writing. Jetzt haben Sie bereits ein paar Beispiele auf Thai in Ihrer Tabelle drin. Nevertheless, let's take a look at a couple of more examples. Wir schauen uns trotzdem noch ein paar Beispiele an. The table will be displayed on top for the remainder of this lesson. Die Tabelle lasse ich trotzdem oben dran stehen als Referenz für den Rest der Lektion. A Thai sentence here. Wir haben einen thailändischen Satz. It consists of several words. Er setzt sich aus mehreren Wörtern zusammen und jetzt geht es darum, diesen Satz zu lesen mit der richtigen Intonation. The challenge now is to read this sentence with the right intonation and using the right tones. So, whatever we do, we always have to look at the syllable and at the initial consonant and at the tone mark. Was immer wir auch tun, bei jeder Silbe müssen wir uns die Silbe ansehen, die Art der Silbe, den Anfangskonsonanten und das Tonzeichen, um eben dann herauszufinden, welcher Ton es ist. Let's take a look at the first word. Das erste Wort. Nun, der Anfangskonsonant Papan ist ein tiefer Konsonant. The very first initial consonant, Papan, is a low-class consonant. Then we see that the syllable is a living syllable because it doesn't end in any closing sound or with a short vowel. Dann wissen wir, dass die Silbe eine lebende Silbe ist, weil sie nicht auf einen schließenden Konsonanten endet und auch nicht mit einem kurzen Vokal. What we also see is that there's the first tone mark on top of the low-class initial consonant. Was wir auch sehen, ist, dass das erste Tonzeichen oberhalb des tiefen Anfangskonsonanten steht. Therefore, we can come up with the rule. We know now that this syllable consists of the two parts, or of the three parts, I have to say, low-class initial consonant, living syllable, first tone mark. Wir wissen also jetzt, dass diese Silbe aus den drei Komponenten tiefer Anfangskonsonant, lebende Silbe und erstes Tonzeichen besteht. As the two boxes indicate, wie die zwei roten Boxen darstellen. If we combine these to one now or overlap these two, wenn wir diese beiden jetzt überschneiden, we come up with the tone, which is the falling tone. Enden wir beim fallenden Ton. This syllable, therefore, is a falling tone. Diese Silbe ist also in einem fallenden Ton gesprochen.
พ่อพ่อพ่อ The translation of this word would be father. พ่อ die Übersetzung ist Vater. Let's do the exact same thing for the second syllable or second word. Machen wir jetzt genau dasselbe mit dem zweiten Wort oder der zweiten Silbe. Just a little bit more quickly, nur ein bisschen schneller. Blue means low class consonant. Blau, tiefer Konsonant. Same tone mark, same kind of syllable. Living. Dasselbe Tonzeichen und dieselbe Art von Silbe, nämlich lebend. Therefore resulting in a falling tone again. Wiederum ein fallender Ton. Mäh, mäh. Translation would be mother. Übersetzung Mutter. Then, the third word in this sentence, das dritte Wort im Satz, initial consonant, Baba. Der Anfangskonsonant Baba ist ein mittlerer Konsonant. No tone mark, living syllable, kein Tonzeichen, lebende Silbe. Deshalb middle tone, mittlerer Ton. Bei, bei. Next word. Low class consonant, tiefer Konsonant, living syllable, lebende Silbe, kein Tonzeichen, mittlerer Ton. Tan, tan. The next word. High class consonant, hoher Anfangskonsonant, zweites Tonzeichen, second tone mark, living syllable, therefore falling tone. Cow, cow. Next word. Middle class consonant, mittlerer Anfangskonsonant, kein Tonzeichen, no tone mark, living syllable, therefore middle tone, lebende Silbe, deshalb mittlerer Ton. Gun, gun. And the next word. Und das nächste Wort. Hoher Anfangskonsonant, zweites Tonzeichen, lebende Silbe, deshalb fallender Ton. Kang, kang. And the next word, low class consonant, dead syllable, and here in this case, because we need to distinguish, dead long syllable, and no tone mark, therefore resulting in a falling tone. No, no. Und das letzte, mittlerer Anfangskonsonant, lebende Silbe, zweites Tonzeichen, fallender Ton. Middle class consonant initially, second tone mark, and living syllable, therefore falling tone. Bahn, bahn. Okay, I read this sentence one more time. พ่อ แม่ ไป ทาน ข้าว กัน ข้าง นอก บ้าน Ich werde den Satz nochmal lesen und auch noch die Betonung etwas übertreiben. พ่อ แม่ ไป ทาน ข้าว กัน ข้าง นอก บ้าน And one last time. พ่อแม่ไปทานข้าวกันข้างนอกบ้าน Okay, der nächste Satz, next sentence. Now a little faster. I'm just going to read the sentence out loud right at the beginning so you know how the words are spoken already. ลูกอยากไปด้วยแต่แม่ไม่ให้ไปเพราะ4 ทุ่มแล้ว
nochmal ลูกอยากไปด้วยแต่แม่ไม่ให้ไปเพราะ4 ทุ่มแล้ว Okay, cool. This time the tones or the rules are not going to be explained that well, but you can come up with the rules by taking a look at the table on your own. Dieses Mal werde ich die Regeln oben nicht so klar nachverfolgen, aber Sie können sie ja selber in der Tabelle nachschauen. Lu, falling tone. Ja, deep tone. Bei, neutral tone, neutraler Ton oder mittlerer Ton. Durch, fallender Ton, falling tone. Der, deep tone, tiefer Ton. Mä, like in the first sentence, wie im ersten Satz, fallender Ton, falling tone. Mai, fallender Ton, falling tone. Hai, fallender Ton, falling tone. Bei, middle tone, mittlerer Ton. Pro, hoher Ton, high tone. Si, deep tone, tiefer Ton. Tum, falling tone, fallender Ton. Lao, hoher Ton, high tone. Again, the second sentence. Lu, อยากไปด้วยแต่แม่ไม่ให้ไปเพราะ4 ทุ่มแล้ว One consideration in this sentence, the last sentence, or in the third line of the screen, is that the word อยาก is actually at the initial position of the consonant, the combination of these two consonants, the o, ang, and the yo, yak, which together combine to a new consonant, as we have learned before. Just that. That's why both are green. Nur eine kleine Anmerkung noch hier im zweiten Satz auf dem Notizbuch in der 3. Zeile. Das Wort ja hat 2 grüne Anfangskonsonanten. Die sind beide grün, weil eben diese beiden, wie wir es ja gelernt hatten, zusammen einen neuen Konsonanten ergeben. Deshalb. Ich werde den Satz nochmal lesen. ลูกอยากไปด้วยแต่แม่ไม่ให้ไปเพราะ4 ทุ่มแล้วโอเคขอบคุณมากครับที่ใช้วิดีโอของผมแล้วสำหรับกดไลค์ด้วยนะครับ Thanks a lot for watching my videos and for hitting the like button. Danke fürs Zusehen und fürs Gefällt mir drücken und fürs Teilen แล้วเจอกันโอกาสหน้านะครับโชคดีสวัสดีครับ